Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Habe ich wohl gestern nicht gesagt, ich weiß nicht warum. Aber nun gut, den Kaffee heute aus der, aus der Lufthansa-Tasche, zumindest dann stilecht, auch mit meinem Lufthansa-Pullover und Sweater, Hoodie, so heißt das Ding. Lufthansa mögen wir eigentlich, aber Lufthansa hat eine Strafe bekommen. Jetzt haben wir ein bisschen auch rausgefunden, warum die Strafe gekommen ist. Da werden wir drauf eingehen. Dann Airbus-Auslieferung Ende 2024. Die haben nochmal einen Zahn zugelegt. Schauen wir mal, ob die ihr Jahresziel geschafft haben. Air Baltic muss Flüge stornieren, hätte ich fast gesagt, und auch im Sommer aus dem Flugplan löschen. Liegt an den Triebwerken. Dann Lufthansa Miles & More, Payback-Transfer mit 20%. Ich erinnere nochmal daran, damit ihr das nicht vergesst, wenn ihr die Sendung vom 1.1. nicht gesehen habt. Hyatt und American Airlines, die haben ein Programm, das nennt sich Status für einen Tag, auch eine interessante Geschichte. Und Gepäck solltet ihr nicht mit einer Schleife versehen, sagt zumindest ein Gepäckabfertiger am Flughafen. Warum, erkläre ich euch auch, war mir nicht ganz so klar. Und wir haben noch mal ein lustiges Thema, und zwar Bettwanzen gehören bei Turkish Airlines zum täglich Brot. Common Occurrence, glaube ich, war das Original-Wording, was sie gesagt haben. Also da solltet ihr jetzt dranbleiben, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, machen, tun. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Und kommentieren. Und ihr seht ja auch, ich lese die Kommentare. Ich werde versuchen, demnächst zu antworten, aber ich bin so im Stress, heute Calls und alles, amerikanische Kreditkarten. Also die Leute wollen das haben. Sie brauchen es. Wir gehen jetzt mit dem ersten Thema und das ist Airbus. Airbus hatte ja sehr hohe Ziele, die sie hatten bei der Auslieferung, dass sie gesagt haben, wir wollen Stückzahlen machen. Und das Ziel verfehlte man noch mit 127 Flugzeugen. Und man wollte halt da Gas geben. Und im Dezember hat man dann auch Gas gegeben. Die Auflieferungszahlen legen die Aktien des Airbus-Konzerns kräftig zu. Also das heißt, die Leute waren happy. Aber wichtig ist halt, dass die 3% auf 159,26 gestiegen sind. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Das Modell, was natürlich am meisten verkauft worden ist, ist der Airbus A320, also diese Serie 321 und so weiter. Wenn man dann weiter guckt, es sind 13 Flugzeuge mehr ausgeliefert worden als im Schlussquartal des Vorjahres. Und dann sagt man, dass man im Dezember mehr als 110 Flugzeuge in der Auslieferung hatte, was also auch schon mal so eine super Zahl ist. Und man geht auch von einem starken Dezember aus, rechnet sogar mit 127 Auslieferungen, was 13% Steigerung entspricht im Jahresvergleich. Gut, das ist jetzt natürlich auch den Triebwerksherstellern geschuldet, aber Airbus kann, wenn sie wollen. Und dann geht es weiter, dass natürlich die Erstflüge, die man hat, jetzt auch dort gesehen hat, wie viele Flugzeuge halt damit dann auch rausgehen. In der Mitte der Spanne sind die Zahlen von Bloomberg, die sagen, dass man fast 120 Flugzeuge ausgeliefert hat. Also da gibt es erstmal Schätzungen. Aber man muss halt natürlich auch wirklich sagen, dass es dort Probleme bei den Lieferanten gibt und dass es dort bei den Zulieferern technische Probleme gibt. Ich bin mal gespannt, als im November haben halt noch 127 Flugzeuge gefehlt. Ich bin mal gespannt, was da dann im Schlussakkord gekommen ist. 768 sollen es damit sein. Also warten wir mal ab, was Airbus selber von sich gibt. Wir gehen dann weiter mit dem Thema Air Baltic und da schlägt man sich ja auch mit Problemen rum und da geht es um die Triebwerkshersteller. Besonders gibt es hier halt die Freunde von Pratt & Whitney, glaube ich, sind es. Und zwar sagt man dort, und ich zitiere, unerwartete Verzögerung und zeitintensivere Triebwerkswartung. Damit werden 4.670 Flüge bei Air Baltic gestrichen. 19 Strecken werden aus dem Sommerprogramm 2025 wegen dieser Triebwerksprobleme rausgenommen. Man hat auch dort Einschränkungen
Auch ist es so, dass halt die Ersatztriebwerke nicht an Land kommen, obwohl man gesagt hat, dass es dort natürlich bei dem Materialfehler jetzt weitergeht und man diese ganzen schneller abarbeiten kann. Aber die Taktzahl ist nicht gut genug für Air Baltic. Wir müssen da dann halt auf den Flugplan verzichten, den sie eigentlich machen wollten. Natürlich ist es so, dass man natürlich auch Wetlease-Verpflichtungen hat gegenüber Lufthansa. Ja, wir erinnern uns. Und zwar ist es ja so, dass man bei dem Wetlease-Vertrag zu Spitzenzeiten bis zu 21 vollberederte A220-300 von Air Baltic in dem eigenen System einsetzen kann nur. Also das heißt, das ist halt das Problem. Und man muss halt, wenn man den lustigen CEO, den Martin Gauss von Air Baltic so kennt, er ist da auch richtig sauer und auf der Zinne. Und richtig ist auch, dass man sagt, Unfähigkeit, Wartungsverpflichtungen, termingerecht nachzukommen, unerwartete Verzögerungen und zeitintensive Triebwerkswartung. Also das heißt, man ist da schon relativ sauer. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kompensation geregelt ist und wie viel Geld es gibt von Pratt & Whitney, aber vielleicht ist das weniger Geld, als man kriegt, wenn man fliegen würde. 3000 GTF-Triebwerke werden halt dort zurückgerufen, weil das Metallpulver, wir erinnern uns, die Metallbeschichtung unsauber ist und die Lebensdauer der Schlüsselkomponenten der Triebwerke verringern kann. Und wichtig ist auch, dass man weiß, dass natürlich auch Flugzeuge, die jetzt neu kommen, davon betroffen sind. Heißt also, sie werden nicht so schnell ausgeliefert. Hat aber nichts mit dem 220er Vorfall in Graz zu tun. Das muss man dazu sagen. Zumindest gehe ich mal davon aus, weil das sind zwei verschiedene Baustellen. Was keine zwei verschiedenen Baustellen sind, sind die Thematiken von den Freunden der Lufthansa und der Swiss, die ja dort Strafen zahlen müssen. Und zwar ist es so, dass das US-Verkehrsministerium, Department of Transportation, denen Strafen gegeben hat, 200.000 und 220.000 Dollar für Hansens. Wenn ich das sehe, ist es so, dass man über den Irak wohl geflogen ist. Und das sind verbotene Überflüge. Ich war mit dem Iran halt relativ nah dran, Irak, weil da ja Truppen im Irak sind, die vom Iran gesponsert werden. Und das Problem ist, dass diese Überflüge gefährlich sind, weil die dort nicht ganz klar aufklären können, wer da gerade über einem fliegt. Ich weiß nicht, ob die Flight Radar nutzen oder sowas. Aber es ist halt wirklich so, dass man die Aktivitäten mit den Iran verbündeten Milizen im Blick hat, weil nämlich das Risiko für den zivilen Luftverkehr dadurch hoch ist, weil dadurch können natürlich Drohnen oder irgendwas anderes einen versehentlichen Abschuss machen. Und das ist der Grund für die Bestrafung. Und da ist es so, dass diese Zielidentifizierung und Luftraumabgrenzung, die man dort nicht durchführen kann, halt ein Problem sein kann. Und lieber vorsichtig als nachsichtig, oder wie das so schön heißt, better safe than sorry. Und es ist so, dass man hier auch bei Baghdad Flight Information Region unterhalb der Flugfläche 320 geflogen ist. Drüber können die Raketen einen wohl nicht treffen. Lufthansa sagt, man hätte eine Flugfläche über 320 angefordert und hätte requested, aber die FIR, also die Flight Information Region, Baghdad Flight Information Region, Baghdad FIR, die haben nicht die Erlaubnis gegeben zu steigen. Und das war deren Problem. Und die Lufthansa hat sich da halt nicht dran gehalten und es geht halt auch über einen längeren Zeitraum. Deshalb ist das keine einmalige Sache vom 2022 März bis April 2024. Und die Schweizer haben sogar vom Februar 2022 gemacht. Und Lufthansa kannte die Regel. Aber man geht halt wirklich davon aus und sagt, ja, Sicherheit der Passagiere und Besatzung oberste Priorität, das ist ja der Klassiker. Und alle für den Flugbetrieb geltende Vorschriften kennen, einhalten. Und es ist halt so, dass halt die Flugsicherung schuld ist, sagt man. Also ihr könnt ja auch sagen, was ihr davon haltet. Inwieweit macht er hier wieder, geht er ran? Ja, also dieses Zoom-Bass habe ich eigentlich abbestellt, muss man mal gucken. Das ist, glaube ich, gestern auch bei der Sendung gewesen. Sorry dafür. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet zu dem Thema AI-Tracking ausgemacht. Ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Sorry. Gucken wir mal, dass wir wieder das Bild ein bisschen hübscher machen. So, dann könnt ihr auch den 380er wieder sehen. So. Und auf jeden Fall ist es so, dass man die Strafe halt bezahlt und eines Jahres wird nur die Hälfte fällig, wenn man sich dessen da nicht mehr
in irgendeiner Art und Weise schuldig macht. Also ist nicht ganz so schlimm, wie es sich angehört hat. Dann geht es weiter um ein Thema, was unappetitlich ist. Das sind Bettwanzen bei Turkish Airlines. Und das ist natürlich etwas, was ein Thema ist, was ich persönlich eher nicht so als allgemein normal empfinde. Bettwanzen hat es eher auch Hotels zugeordnet. Ich weiß, dass einige Fluggesellschaften damit Probleme hatten natürlich, dass man dort bei den Türken im Moment aber große Probleme hat anscheinend, weil es verschiedene und viele Beschwerden gibt. Er hat wieder das angeschaltet. Es ist, glaube ich, meine Handbewegung, oder? Wenn ich so mache oder wenn ich so mache. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier halt der Fall von Matthew Myers, 28. Der ist mit seiner Freundin geflogen von Istanbul nach San Francisco und dort haben die Bettwanzen, die übrigens, und jetzt müsst ihr euch festhalten, die Bude heißt Cinex lectalarius, so ist der Fachbegriff unter uns Lateinern. Und die sind dann halt von der Decke gefallen und sind auch auf den Sitzen gewesen. Passagiere sind davon halt, glaube ich wäre persönlich auch davon alarmend gewesen, weil ich hätte da kriege ich allein schon vom Gedanken her Pickel. Ist auf jeden Fall so, dass man dort dann auf anderen Sitzen sich hingesetzt hat und man hat auch dann auf einen leeren Flugbegleitersitz sich gesetzt, was natürlich sich nicht gehört eigentlich. Oder ein anderer Fall, Kirstin Bourgeois, ich denke mal, hat diese gesehen auf ihrer Decke und während ihres Fluges von 10 Stunden von Washington Dulles natürlich nach Istanbul und sagt, dass sie 13 Itchy, also was heißt denn jetzt Itchy? Juckende Bisse hatte als Resultat von den Wanzen. Einmal schön. Immer noch nicht fit, I'm sorry. Hals trocken geworden. Aber auf jeden Fall möchte jetzt Turkish Airlines von denen eine Evidence haben, also von einer medizinischen Behandlung, dass sie jetzt nicht einfach sagen, ja, das haben wir gehabt, sondern da wir Beweise bringen und haben ihr dann 5000 Frequent Traveler Meilen gegeben. Sorry dafür. Matthew hat 10% Rabatt gekriegt auf jeden Flug, den er in der Zukunft bucht. Also auf einen, den er in der Zukunft bucht. Ich hätte auch gesagt, oh komm, dann lass ich mich auf den Bettwanzen mal schlagen oder beißen, wenn ich dafür dann Rabatt kriege und wieder den Airbus zurück. Sorry dafür. Unglaublich, die Kamera kann mehr, als ich eigentlich erwartet hatte. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich diese findet und es ist so, dass man halt dort die höchsten Standards bei Turkish Airlines hat und dass das irgendwie nicht so in Ordnung ist und man hat eine General Routine, aber wir wissen ja selber von British Airways oder von allen, dass man dort das Cleanen der Kabine gerade auf Europastrecken reduziert. Also das ist jetzt nicht so. Und ich fand es auch mal lustig, wie sie halt bei Corona gesagt haben, wie careful oder wie aufmerksam sie die Kabine gereinigt hatten. Eigentlich sollte das normal sein, aber wenn man in gewisse Sitze reinguckt, selbst in der First Class, ist das halt ein Problem. Man muss jetzt natürlich Ehrlichkeit aber sagen, das ist kein Problem alleine von Turkish Airlines. Es haben auch andere Fluggesellschaften Probleme mit Bettwanzen. Und das ist halt so, dass man natürlich dort jetzt bei British Airways, nachdem man halt das auf Europastrecken reduziert wollte, ich glaube es war testweise, hat man jetzt wieder dieses Deep Cleaning Programm gemacht, nachdem es halt wirklich auch dort Bettwanzenprobleme gab oder Passagiere über Dreckigkeit oder die fehlende Sauberkeit der Kabine ausgelassen haben. Im Oktober ist es so, dass auch bei American Airlines Flight, der von Republic Airways von LaGuardia nach Detroit durchgeführt worden ist, da war es auch Bedbugs, da hatte sie ihre Beine hochkrabbeln. Also insofern ist es so, dass man dort auch jetzt von den Passagieren her nicht nur Beschwerden hat, sondern auch vom Personal. Die haben ja ihr kennt ja diese Koffer mit Nylon und so weiter von Samsonite oder die haben ja auch einen amerikanischen Travelite Express und ich glaube American Tourister oder so heißen die. Will man auf Hartschalenkoffer gehen und da macht sich dann natürlich so ein Remover-Koffer oder aber natürlich ein Koffer und jetzt haltet euch fest, ich hoffe die Kamera folgt mir nicht, nein sie folgt mir nicht, ein Koffer aus der Lufthansa Connection und der war natürlich hier versteckt, aber ihr hört mich hoffentlich noch, wie ich hier krusche und mache.
Da macht sich natürlich diese First Class Edition relativ geil. Wer in Finnland bei dem Event war, sieht das. Da ist natürlich auch Fabrik, aber ansonsten ist Aluminium und das Ding ist wasserdicht und damit dann auch bettbackdicht. Ja, also das würde ich dann auch so machen. Habe ich eine Frage dazu? Ich glaube, ich habe eine Frage des Tages dazu. Ne? Hattet ihr schon mal mit Bettwanzen zu tun im Hotel oder im Flugzeug? Oder habt ihr da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die ihr ergreift, so wie ich die Koffer, dass die dann auch zu sind? Ich mache auch mal alle Reißverschlüsse zu, auch bei meinen North Face Koffern. Weiter geht es dann mit einem Meilen-Thema. Und zwar ist es so, dass natürlich die Lufthansa Miles & More wieder Meilenschnäppchen, Meilen-Highlights hat. Leider sind natürlich keine Flüge in der Langstrecke in der Business Class dabei. Tut mir leid, ich mache es ja nicht. Aber hier ist es so, dass man jetzt trotzdem 20% bei Payback bekommt. Heißt also, wenn man die Payback-Punkte überträgt, 20%, wenn man mindestens 4.000 Punkte rüberschubbert. Und diese Aktion wurde ja sträflich im Dezember vermisst. Sie kam jetzt im Januar. Wichtig ist, dass man dann natürlich dies im Aktionszeitraum macht vom 1. bis zum 31. Januar. 4.000 Punkte sind halt das Minimum in einer Transaktion. Höchstmenge sind 75.000 Meilen. Maximal auf 75.000 Meilen limitiert. Transfer von bis zu 375.000 Punkten am Ende dann doch. Also die 75.000 sind die zusätzlichen Meilen, die man bekommt, also 20% wären dann 300.000, wenn man die rüberschiebt. Dauert 3 bis 4 Wochen, aber das geht natürlich deutlich schneller. Das steht halt in Bedingungen immer drin, dass man dann auch noch mal ein bisschen Zeit hat, falls was nicht funktioniert. Wichtig ist halt Wohnsitz in Deutschland und in der Österreich. Genau. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, leider sind es nur 20%, waren ja schon mal mehr, aber hey, es ist besser als nichts. Und wann kommt die zweite Aktion? Wir freuen uns und warten drauf. Wir gehen jetzt auf das Thema Hyatt und American Airlines. Die haben etwas, was auch cool ist. Und das ist diese Aktion, die nennt sich Status für einen Tag. Und da ist es so, dass man dort natürlich auch Probleme hat, Status zu sammeln bei den Fluggesellschaften, auch bei American Airlines, weil die dort das Ganze hochgezogen haben. Und es ist so, dass man jetzt bei American Airlines Vorteile mit Hyatt-Status bekommt. Heißt also, wenn man Nächte macht. Und die Hyatt-Milestones sind including Advantage Platinum-Status für einen Tag, wenn man 100 bis 150 Nächte macht und various Seat Upgrades and Gold Status Options, die man bekommt ab dem 20 Nächten oder aber 90 Nächten Milestone. Und sie können dann auch nochmal das Ganze andersrum machen. Heißt also, wenn man zum Beispiel das macht, dann muss man halt das ganze Redemption, also man muss das auch ausgeben, das kostet Punkte. Und zwar bekommt man beim Gold ein Free Check Back, Group 4 Boarding und so weiter. Bei Platinum kriegt man Group 3 Boarding und bei Platinum Pro kriegt man 12.000, muss man 12.000 Punkte bezahlen, sind 2 Redemption Remaining, die man hat bis 28. Februar. Also auch da nochmal ein Vorteil. Ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mal so schlecht, wenn man keinen One-World-Status hat. Und dieser Status ist halt für einen Tag, für einen Flug. Reicht doch, ne? Und Platinum Pro ist halt der Emerald, das Grüne, was der Emerald halt ist. Ja, was gibt's noch? Interessant ist es halt wirklich so, dass man dort ansonsten keine Vorteile hat. Man hatte halt die Punkte damals bekommen, wenn man bei American und so weiter ist, aber ist es halt nicht so, wie das ist. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich bin mal gespannt, wer es nutzt, aber für den einen oder anderen macht es durchaus Sinn. Und hatte ich noch eine Frage des Tages? Genau, Status für einen Tag. Wie findet die Aktion? Sollte das mal Lufthansa auch machen? Sollte man das mit Merit machen? Sollte das bei anderen machen? Also so etwas wäre die Antwort. Da könnt ihr gerne was dazu schreiben, was ihr dazu denkt. Und jetzt kommt das letzte Thema, weil wir hatten die 20 Minuten ja noch nicht voll. Und zwar ist das letzte Thema, wie markiere ich meinen Koffer? Es gibt ja viele Leute, die Schleifen dran machen. Mir ist das auch aufgefallen, dass viele Leute sich eine Schleife dran machen, obwohl man den Koffer trotzdem erkennen konnte.
Aber es ist halt wirklich so, dass man auch jetzt viele Farben hat. Aber wer möchte schon einen pinken Koffer haben, wer möchte einen grünen Koffer haben, vielleicht will einen schwarzen Koffer haben. Und viele Leute wollen halt schwarze Koffer haben. Und dann sehe ich, dass die Leute halt da so ein Band dran machen, so ein teilweise Geschenkband sogar oder so vom Weihnachtsgeschenk abgemacht, recycelt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Upcycling von den Leuten von Weihnachtsgeschenken. Und ein Gepäckabfertiger am Flughafen hat gesagt, in Ireland, also in Irland war diese Show, dass diese Bänder, die da dran sind, können Probleme bereiten. Und jetzt kommt's. Und zwar ist es so, und zwar, wenn das Gepäck nicht gescannt werden kann, weil das irgendein Sticker zum Beispiel überdeckt oder sonst was. Das ist so etwas, das kam mir nicht in den Sinn. Weil dann muss es manuell gemacht werden und wenn es manuell gemacht werden muss, dann ist es so, dass es der Koffer eventuell nicht zum Flieger schafft. Oder, wenn es weitergeht, ist es so, dass das natürlich dann so ist, dass es auch hängen bleiben kann. Ja. Also 2 Themen, warum man es nicht machen sollte, hängen bleiben und Barcode verdecken. Ich selber habe ja einen Koffer, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, der hat ja Sticker ohne Ende dran und man sollte... Oh, ich kotze nicht später, das tut mir leid. Geil. Immer noch krank für euch, also, aber ein Satz wird dieses Jahr gezeigt, nicht so rumluschen wie 2024. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Tipp natürlich durchaus interessant ist für den einen oder anderen. Ich selber habe es nicht. Ich habe auch in meinen Aufgabekoffern im Regelfall keine Sachen dran, die da abbaumeln. Selbst die Vielflieger-Tags habe ich nicht dran, weil die werden geklaut oder die fallen ab. Also das ist so. Aber dieser Tipp ist durchaus überraschend für mich gewesen, weil ich hatte nicht daran gedacht, dass es hängen bleiben kann oder sonst was. Also das nur dazu. Wir gehen jetzt noch mal kurz auf die andere Thematik. Wer mitmachen möchte bei der Sendung, und zwar die Sendung am Sonntag, und zwar das Live-Thema Lufthansa Allegris, ein Desaster. Da werden wir mal zu dem Thema sprechen. Ich freue mich schon auf euch, auf die Sendung, wenn die um 19 Uhr deutscher Zeit live geht. Ja, es wird 19 Uhr sein. Dann werden wir das Ganze einmal besprechen und beschnacken und uns mal angucken, wie das Thema läuft, was ihr zu Allegris denkt und wie ihr sie findet. Und des Weiteren haben wir jetzt natürlich auch die Fragen des Tages, die wir nochmal für euch wiederholen. Und zwar bei der ersten Frage des Tages ist es so: Hattet ihr schon mal mit Bettwanzen zu tun? Hattet ihr da ein Thema? Oder ist das etwas, was man, musst du gerade die Kontrollbildschirm gucken, oder ist das, wo man Gott sei Dank verschont geblieben ist oder verschont geworden ist? Und ich selber weiß nicht, ob ich davon was bekommen habe oder nicht. Ich kann mich ehrlicherweise nicht an Bettwanzen erinnern, deshalb gehe ich davon aus, dass diese mich nicht heimgesucht haben, weder im Hotel noch im Flugzeug. Und wir haben dann natürlich noch die andere Frage, die ist natürlich so: Wie findet ihr den Status für einen Tag? Würdet ihr das euch wünschen, zum Beispiel Hon für einen Tag bei Lufthansa, einfach nur, weil man bei American Status hat, den Ambassador 100 Nächte gemacht hat, oder keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, was da eure Antworten zu sind. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem ein Like dazulassen. Kontrolliert es auch, wenn ihr das getan habt, dass das nicht irgendwie rausgegangen ist, weil irgendwie erreichen mich Leute und sagen, oh, ich habe keine Nachricht bekommen, dass du auf Sendung wieder bist. Mea culpa ist es nicht in dem Fall. Ich kann mich nur dafür entschuldigen, obwohl es die Programmierer von YouTube sind. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch für eure Unterstützung. Denkt an die Kanalmitgliedschaft und bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten hier über dem Flugzeug. Da ist es. Also, danke dafür, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen und dann ciao, ciao. Ich bin raus und ich werde mir jetzt auch quasi wieder was Warmes machen. Also, bis dann. Ciao.